Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben, was haben wir denn, Hannes? Wir haben 8 Uhr auf dem Freitag früh, 11. August. Ich war irgendwann, ich glaube um 1 Uhr auf dem Zimmer. Ja, um 2 Uhr, glaube ich, lag ich näher so im Bett. Drescher ist Gott sei Dank schon fertig. Mache ich am liebsten immer abends. Dann fährt man morgens schön sauber auf die Maschine rauf. Und wenn alles gut geht, fährt man den ganzen Tag durch. Das ist eigentlich ganz angenehm. Man muss natürlich ein bisschen gucken, wie heiß die ganzen Komponenten sind, aber ja, muss man sagen, das ist bei New Holland eigentlich auch ganz gut gebaut. Oben Auspuff ist sehr gut abisoliert und ich habe den gestern auf dem Acker ausgepustet, dann habe ich sowieso Motor an, damit der Kompressor läuft vom Drescher. Hat auch gut Bums, muss man sagen. Also ist nicht so, dass man irgendwann so pustet, sondern hat schon gut Feuer und haben sie auf jeden Fall was Gutes gebaut und dann ist sowieso oben Sturm im Motorraum, dass sich da sowieso nichts absetzt. Und das klappt ganz gut. Nur man muss natürlich, wenn man Luftfilter und Kühler macht, muss man natürlich ausmachen. Aber das habe ich gestern nicht gemacht. Wir hatten gestern das Glück, dass es kaum gestaubt hat. Also wirklich, wirklich ganz wenig Staub. Und der zog dann auch noch sehr günstig. Ich glaube, das wird heute anders aussehen. Was wir gestern aber teilweise festgestellt haben oder auch feststellen mussten, der Bio-Weizen, der ist noch nicht so weit drüber. Also da ist das Stroh noch gar nicht so krass mürbe, sondern ja, der hat noch gut festgehalten. Auch da, als wir da 19 Uhr angefangen haben und den Tag Sonne drauf geschienen, war das trotzdem, man sieht das immer sehr schön, wenn das so, das Stroh obendrauf vom Häcksler noch so wollig aussieht. Ja, wenn das richtig zu kurz ist wie Staub, dann ist das Stroh richtig mürbe. Aber so gestern, ich denke mal, das geht heute besser. Wir haben gestern schon mit dem Betrieb gesprochen, der hat noch 25 Hektar Hafer zu stehen. Die würde ich jetzt versuchen als erstes zu machen, weil man einfach dann eine kleine Pflanze hat, die von oben besser abtrocknet. Ja, als wenn das Stroh war ja teilweise da 1,20 Meter lang und dann lag das auch noch ein bisschen. Von daher würde ich das erstmal so mit dem Betrieb, habe ich das gestern Abend schon mal grob abgeklopft und würde ich das heute so weitermachen. Der X9 fährt wahrscheinlich jetzt gleich zum nächsten Betrieb, da wo er eigentlich schon angefangen hat. Und die konnten aber gestern nicht dreschen. Das ist 13 Kilometer von uns und da fährt er jetzt gleich wieder hin und drescht da weiter. Ja, ich habe dann heute noch irgendwie so 16 Hektar Weizen und 25 Hafer und dann stehen noch 32 Hektar Erbsen, von denen aber schon ein großer Teil weggemulcht sind. Und dann muss ich gucken, was da noch geht. Also da ist der Buchweizen so extrem durchgekommen, das werde ich euch dann zeigen, wenn ich das da ausprobiere. Ich sehe dem Ganzen schwarz. Also da ist wirklich eine grüne Matte und kaum noch Erbsen. Und wenn sind die ganz tief und schon eingewachsen und dann liegen sie ja noch tiefer. Und ich glaube nicht, dass das was wird. Und ich will mir halt auch, ich habe das auch zum Betrieb gesagt, ich kann mir den Drescher halt nicht so dreckig fahren innen drinne, dass ich halt einen Tag Siebe reinigen muss. Das geht nicht. Und da hat er auch eigentlich Verständnis für. Und dann schauen wir mal. Die Leute sind natürlich alle nervös. Man hat ja, ein paar haben wir angerufen und da hat man gesagt, na, wir gucken mal, wie wir vorankommen. Und ja, die wollen natürlich alle gedroschen haben. Plan jetzt aktuell ist, ich dresch heute da die 40 Hektar weg und setze dann zum X9 über. Der ist da im Winterweizen konventionell. So rum in die Richtung brauche ich ja nicht reinigen. Beim anderen in die Richtung hat es ja geklappt, weil war ja auch ein Regentag, da kann man auch den Drescher mal sauber machen von innen. Und genau, fahre dann da im Winterweizen weiter und dann gucken wir mal. Dann wollte ich eigentlich noch zu Hause 2 Tage ran, den Leindotter dreschen, den Raps zu Ende dreschen und 1 Tag Weizen. Dass man auch so ein Feeling für die Qualität hat, wie weit die Qualität jetzt nur wirklich abgerauscht ist oder nicht. Und dann wird es für mich auch weitergehen zum nächsten. Aber ja, bis jetzt 2 lange Druschtage genutzt und an beiden 50 Hektar gemacht. Gestern irgendwas um 50 Hektar. Und auch letztens im Raps da die Nacht auch nochmal irgendwas um 50 Hektar. Gut, ich fahre jetzt erstmal mir was holen, Kaffee und ein Brötchen und dann sehen wir uns später wieder. So, wir haben jetzt hier 9:15 Uhr, wir haben Wind, wir haben Sonne. Ich wollte jetzt eigentlich noch Scheiben putzen, aber ey, jetzt geht's hier los. Ich bin auch ein bisschen zu viel umhergefahren gerade und habe mir... Oh nein, mein Kaffee. Oh, mein Kaffee steht noch im Auto.
Oh nee. Den muss ich gleich irgendwie noch haben. Im Auto steht mein Kaffee noch. Da muss ich irgendwie noch rankommen. Wir fahren jetzt in die Erbsen, haben wir uns, Quatsch, in die Erbsen nicht. Wir fahren jetzt in dem Hafer, haben wir uns gedacht. Muss ich jetzt hier einfach bloß Hafer auswählen? Hafer. So, jetzt stellt er sich ein. Und dann geht er hier seinen Gang. Okay. Und dann fahren wir mal hier los und gucken, wie das läuft. Aber ich denke, wird gut gehen. Jetzt quatsche ich die ganze Zeit hier, habe aufs angedrückt, habe aber nur ein Foto gemacht. Oh, da ist das ärgerlich. Also wir fahren hier gerade im Hafer 2 Tonnen auf dem Hektar. 1,9 ist jetzt der Durchschnitt. Wir müssen ja ein bisschen Tempo machen, der ist nicht allzu groß. Wir haben halt das Problem, dass das ja auch vernünftig über den Tisch jetzt reinkippen muss. Der Tisch ist auch ganz rangezogen. Und jetzt hier über die Außen kommt noch so ein bisschen grünes Material rein. Das staut sich noch ein bisschen auf, kommt immer so zopfartig. Ich habe jetzt hier nebenbei schon mal eine Konturlinie aufgenommen, dass ich gleich außenrum auffahren lassen kann. Ja, ansonsten, Müdigkeit ist da. Mein Kaffee brauche ich noch irgendwie hierher und dann sieht die Welt auch besser aus. Von daher, ich schmeiße jetzt den Livestream an, hole die Leute gleich dazu. Wir haben jetzt hier 9:23 Uhr, das schafft natürlich. Da hat man möglichst viele Stunden zum Dreschen. Und sage ich erstmal bis später. So, 11:09 Uhr. Da, wir haben jetzt 11,56 Hektar weg, 1,8 Tonnen im Durchschnitt, die wir hier ernten. Und ihr seht, der ist nicht wirklich hoch, der ist nicht üppig, der hat halt sehr unter der Trockenheit dieses Jahr gelitten. Und wir müssen Tempo machen, aus zweierlei Gründen. Zum einen brauchen wir wirklich Geschwindigkeit, dass das Material möglichst schnell reinfliegt. Zum anderen brauchen wir auch Material im Drescher, damit wir einigermaßen sauber dreschen können. Und zum anderen wollen wir Hektar machen. Aber wenn wir hier gucken, wir fahren hier gerade über 80% Auslastung und hier minimale Verluste. Wenn wir hier diesen Balken voll haben, langsamer werden die, jetzt kommen die Disteln. Wenn wir den Balken, wenn wir die hier voll haben, den hier, dann haben wir hier einen halben Prozent und da haben wir einen halben Prozent bei den 7. Da sind wir weit drunter, weil wir natürlich mit dem hier überhaupt nicht schaffen, die Sieborgane, die Reinigungsorgane voll zu fahren mit dem Material hier. Drischt sich auch ganz gut. So sieht das aus. Mal Scheiben müssen wir mal putzen, aber was soll's, Leute, Hektar, Hektar, Hektar. So haben wir heute Morgen um 9 Uhr angefangen. Und das geht. Und das läuft. Ich muss die Haspel jetzt auch wirklich schneller drehen lassen, damit die mir mit Schwung das ganze Material da reinkämmt. Versuchen natürlich ein bisschen das zu minimieren. Wenn jetzt hier ein bisschen längeres Material kommt, dann funktioniert das ganz gut. Dann kann man ein bisschen Haspeleinsatz runternehmen. Wenn das jetzt wieder sehr klein wird, dann müssen wir wirklich damit Schwung da so einen Schubs gegengeben, damit sich das nicht aufstaut und damit sich das schön durchfließt. Also ihr werdet das sehen jetzt da, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera so gut erkennt, das bleibt da immer so ein bisschen liegen, so 2-3 Sekunden, sammelt sich und schiebt dann immer rein. Das wollen wir eigentlich nicht haben. Wir wollen das möglichst homogen zuführen. Und da sind wir ja mit unserem Schneidwerk schon limitiert. Ne? Wenn da jetzt unten ein Band lang gehen würde, wäre das was ganz anderes. Geht aber nicht. Jetzt haben wir hier einen Tisch und können aber auch ganz gut Tempo machen. Der Vorteil ist, dass es noch so hoch, dass wir auch noch gut mähen können und auch zügig fahren können. Ja, wenn wir noch tiefer mähen müssen, dann müssen wir nachher die Geschwindigkeit wieder ein bisschen runternehmen, weil es ja doch ab und zu mal schwankt am Schneidwerk. Oh, ich habe Musik nah an. Und ja, so sieht's aus. Aktuell fast 14 Tonnen in der Stunde Durchschnitt ist das, was wir jetzt hier dreschen. Schöne lange Bahn. Das sind irgendwie 1,5 Kilometer. Hier ist eine Bahn. 25 Hektar Hafer an einem Stück. Das macht Laune. Seht ihr, so wie da. Da staut sich das Material jetzt auf. Haspel schön tief holen.
bleibt das immer kurz liegen und dann kommt das immer stoßweise. Und das wollen wir eigentlich nicht. Aber das können wir kaum verhindern, wenn das Material so klein ist und wir nur so eine Köpfe da reinziehen. Uns fehlt halt das Material zum Gegenstopfen, damit es vernünftig reinkippt. Aber wie gesagt, das kann man mit Geschwindigkeit ein bisschen kompensieren, sodass es vernünftig läuft. Soweit erstmal dazu. Ich hole euch nachher wieder dazu. 12 Hektar sind jetzt runter. So, wir haben 13:48 Uhr. Ich bin inzwischen im Weizen. Ich glaube um 13 Uhr, ja um 13:20 Uhr war der Hafer ab. Also nicht mal 4 Stunden für 25 Hektar. Das lief natürlich hervorragend. Jetzt hier der Weizen. Teilweise sehr viel langes Stroh. Sodass ich hier wirklich die ganze Zeit am Limit fahre. Weil der Häcksler kostet natürlich Kraft. Man sieht das da immer noch. Das Stroh liegt noch weitestgehend oben drauf. Wir haben jetzt heute Morgen schön Sonne gehabt, aber den ganzen restlichen Tag bewölkt. Wir haben jetzt auch hier 5:5 nur in der Feuchte. Das wird natürlich noch schneller gehen, wenn das Stroh ein bisschen trockener wäre, aber es ist nicht trocken. Von daher ist es ein bisschen zäh. Jetzt sind wir irgendwo bei 5 km/h am Limit. Ich habe mir gerade noch eine Klinge abgebrochen gehabt, da hinten oben im Hafer am Rand. Die musste ich jetzt tauschen. War witzigerweise die erste Klinge überhaupt, die ich bei diesem Schneid wegwechseln musste. Und daher musste man erstmal mal gucken, wie kommt das, wo kommt die Schraube rein, wie ist mit Scheibe und. So, also hier, wo es natürlich dünner ist, da können wir hier ein bisschen Feuer geben, aber das ist so tückisch hier. Ja, also ihr werdet das gleich sehen. Jetzt wird der Bestand immer dichter. Jetzt müssen wir hier schon abbremsen, weil er mit einmal ganz dick ist. Und dann haben wir hier natürlich bestimmt Meter langen Weizen. Ich habe den Tisch jetzt schon sehr weit vorne draußen, damit sich das schön hinpackt und nicht vor der Schnecke aufstaut. Dann rutscht es ganz ungünstig rein. Dann habe ich auch ungefähr so 15-20 cm Stoppelhöhe. Darunter ist so ein bisschen Gras, so Durchwuchsgras, was jetzt langsam kommt. Wenn wir das mitnehmen, dann nehmen wir uns richtig Leistung weg. Das kostet auch nochmal ein km/h. Jetzt sind wir voll. Aber ihr seht, wir kämpfen hier, jetzt geht's gerade, aber wir kämpfen hier die ganze Zeit eigentlich bei 100% Motorauslastung. Und ein bisschen schade. Im Schnitt ja nur knapp unter 4 Tonnen. Bei so viel Stroh ist natürlich schade. Es kostet viel Leistung, viel Zeit und wir können wenig Körner damit mit runterholen. Aber so ist das nun mal. Gut, soweit so gut. Erste Zwischenfazit. Ich melde mich dann später wieder. So, ich habe euch ganz vergessen, so im Eifer des Gefechts. Leute, ich bin da durch tatsächlich. Also ich war um 18:20 Uhr, habe ich tatsächlich heute schon 50 Hektar weg gehabt und war dann fertig. Und habe dann noch ein bisschen telefoniert. Einen hätte ich hätte zum X9 umsetzen können. Die haben dann aber keinen Transport mehr gehabt. Die fahren da gerade am Limit. Und der andere Betrieb, der direkt im Nachbarort ist, der unbedingt gedroschen haben wollte, ja, der kriegt für heute Abend aber dann keinen Transport mehr. Schauen wir mal. Also wir fahren jetzt morgen früh, ganz früh setzen wir um zum Betrieb, wo der X9 ist. Da sind morgen wohl noch 100 Hektar Weizen. Um 15, 16 Uhr soll es anfangen zu regnen. Da werden wir mit 3 Mähdreschern versuchen, die 100 Hektar darunter zu drücken. Dass wir das Projekt auch abschließen können. Und dann können wir mit dem X9 auch, ich würde dann bei zu Hause einmal zu Hause ranfahren, den Raps abnehmen und mal im Weizen reingucken, auch gucken, wie die Qualitäten da sind. Und dann geht es danach weiter. Der X9 fährt dann schon nach Usedom und ich würde dann da hinterherkommen. Da hätten wir 600 Hektar zusammen. So ist Stand jetzt erstmal, wie viel wir da zu dreschen hätten. Jo, so viel der Plan. Lief wie ein Länderspiel heute, muss man sagen. Gut, die Bestände haben mir ein bisschen in die Karten gespielt. Echt jetzt. Also der Hafer, den konnten wir natürlich richtig drücken. Ich glaube, ich hatte im Durchschnitt 6,8 Hektar die Stunde oder so. Overall, also nach Umdrehen, Wendezeiten, Standzeiten, einmal musste ich eine Klinge tauschen und der Weizen sehr massig, vom Stroh wenig Korn, da musste ich mich natürlich ein bisschen durchquälen. War dann auch in den Erbsen, haben wir uns so angeguckt, ging gar nicht. Also die waren wirklich so grün und habt dann auch den Landwirt mitgenommen, habe ihm das auch alles gezeigt, gesagt, guck mal, wir müssen einmal zusammen hier durchfahren. Und der Buchweizen, der da so doll dermaßen durchkam, der war auch schon in der Milchreife, sodass der auch im Korntank war. Da war das einfach nur ein grüner Haufen mit maximal 1/3 Erbsen drin. Und es war auch sofort in den Körben im Rotor. Und habe da, weiß ich nicht, da 1 Tonne davon gedroschen. Ging dann auch gerade so raus aus dem Korntank. Und ja,
Bin dann danach einmal ein bisschen über die Strohstoppel, habe ein bisschen Stroh durchgeschluckt und danach war der Drescher wieder Gott sei Dank blitzblank sauber. Roter Körbe waren sauber. Vorbereitungsboden, wo dann öfter mal die Melde liegen bleibt, war wirklich auch sauber. Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Genau, da setzen wir morgen über und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Da soll guter Weizen stehen. Da ernten wir wohl 8 Tonnen auf dem Hektar. Hat er gesagt, 8 Tonnen und E-Weizen fahren wir neben dem Trion. Ich glaube 6,30. 6,30. War kein Rot da oder ein 37? Nee, war ein Schüttler, hat er gesagt. Schüttler. Nimm Schüttler, X9 und gucken wir mal. Morgen können wir wohl mal wirklich mal Tonnen fahren. Habe ich schon Tonnen gesagt? Morgen fahren wir mal Tonnen und dann, jetzt ist 20:23 Uhr. Ich fahre jetzt direkt richtig nach Hause. Ich lade euch die Vlogs nämlich hoch, damit ihr euren Sonntagsvlog habt. Und das hier, der Dienstagsvlog, den lade ich dann auch gleich schon mal für Max hoch. Und von daher wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, egal wann ihr das Video guckt. Und dann sehen wir weiter. Wir sind relativ zeitnah dran, also ihr könnt auch noch ein bisschen Impact geben, also in die Kommentare schreiben, was ihr aktuell noch ein bisschen sehen wollt. Wir müssen natürlich relativ viel fahren. Also ich kann jetzt nicht filmen, wie ich die Maschine fertig mache morgens oder abends. Kann ich höchstens einmal rumgehen, kurz zeigen. Ist natürlich immer alles mit Zeitstress verbunden. Und wenn ich abends dann noch eine halbe Stunde filme, und das ist schon 12:30 Einzel, bin ich halt noch später ins Bett und das ist halt noch anstrengender. Ich versuche, das euch so gut wie es geht mitzunehmen. Wir gucken mal, was wir die Tage noch besser erklärt kriegen. Die Bedienung und so, da habt ihr noch ein bisschen Interesse, das weiß ich aus dem Stream. Mit der Haspel-Einstellung, mit dem Tisch, das gucken wir uns mal in der nächsten Folge an, wenn ich dran denke, dass wir es da aufnehmen. Und ansonsten gebt mal Kommentare ab. Wie gesagt, was haltet ihr von dieser Form dieses Erntevlogs? Also, dass man jeden Tag wirklich dokumentiert und nicht am Ende sagt, okay, nach Ende der Woche, ja, wir haben diese Woche 150 Hektar gedroschen, sondern ich will das wirklich jeden Tag mal machen. Mal einfach mal als Experiment. Habt darauf Lust. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.